Hallo liebe Leute und welcome back zu Vampyr. Es hat jetzt leider eine kurze Pause zwischendrin gegeben. Ich war nämlich selber mit einem grippalen Infekt leider im Bett und habe dementsprechend nicht aufnehmen können. Aber ab jetzt geht's weiter. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben vorher unser Serum zusammengestellt, sind vor kurzem erst auf dem Weg zur Apotheke voll verprügelt worden und werden uns jetzt einmal die Nacht im Bett ausruhen. Und dann schauen wir, wie es mit der Story weitergeht. Ich bin nämlich schon gespannt. Und dann können wir gleich noch was mit unseren Erfahrungspunkten machen. 605 davon haben wir. Und dann schauen wir gleich mal, was wir da alles machen können. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr so defensive Sachen machen. Das schaut wahrscheinlich gar nicht. Obwohl, das mit Klauen schaut eigentlich auch ganz okay aus, oder? Was kann denn die Blutbarriere? Unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Also praktisch Unverwundbarkeit für 5 Sekunden oder maximal 5 Sekunden. Vielleicht sollten wir uns ein paar aggressivere Sachen auch zulegen, dass wir mal ein paar Gegner wegkommen können. Aber das kostet wieder alles Blut. Schattennebel, was kann das? Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder den deines Ziels. Nach einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Sowas schadet wahrscheinlich auch nicht. Gesundheit mehr schadet aber sicher auch nicht. Erhöht meine Ausdauer. Die beiden Sachen werden auch gar nicht so verkehrt. Die können wir uns mit den 600 leisten. Machen wir einmal das. Sicherheitshalber. Machen wir einmal das. Danke. Und das ging jetzt sogar noch einmal aus, aber Ausdauer ist ja auch was Wichtiges. Machen wir das also auch. Durchhaltevermögen. Perfekt. Ich denke, das passt einmal. Falls es irgendeine Metaskillung gibt, bin ich wahrscheinlich schon einen Kilometer dabei. Weg davon. Die folgende Nacht. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Okay. Okay. Nachtschicht. Was ist los, Bra? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Das Crane wirkt nicht erfreut. Storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ja gut. Dann tun wir das. Was war schnell der Knopf, um zu gehen? Ich glaube, das war B, gell? Ja, genau, richtig. It's locked. Was ist denn nicht locked? Okay. Na, dann suchen wir doch einfach mal kurz die Leichenhalle. Für das, dass es so extrem stressig ist, Nurse Crane hast du aber einen ziemlich langsamen Schritt drauf, ha? Jedes echte Krankenhauspersonal, was jetzt da zuschaut, wird mir wahrscheinlich verfluchen. Sorry. Keine Gule. Coole Sache. I cannot enter. Dann enter nicht.
Das scheint die Small Street da zu sein. Oder auch nicht? Was? Werden die Karten, lass mich schnell schauen. Nicht da eh richtig? Ja genau, da kann man ja nicht mit dem Mausrad zoomen, das habe ich ganz vergessen. Na schau, ist ja da. Perfekt. Wir sind sogar am richtigen Weg. Irgendwie habe ich so meine Bedenken, wenn da was mit Leichenhalle ist. Zeig's. Für mich. Oh, Patronen! Endlich, wir haben Patronen. Schau wirklich, endlich, wir haben Patronen da. Das geht jetzt mit der rechten Maustaste, wenn es wirklich war. Die bleibt aber bei meinem Pflock. Na, dann machen wir noch klar mit die Superleichensicht. Ja, Blut, okay. Warum habe ich da so ein Gefühl, dass da... Ja, genau das. Irgendwie habe ich einfach so das Gefühl, als ob da nicht alles so tot ist, wie ich gern hätte, dass es... Dann so... Wie biegt noch was versehen drückt, das sicher. Ich habe mir schon gedacht, das ist jetzt irgendein Cinematic oder warum ich mich so langsam bewege. Hallo, liebe Leute. Eine Kerze hat da trotzdem jemand anzünden. Wohnt da wer? Ich schätze jetzt einfach mal und sage, ich bin eines der tödlichsten Sachen, die da wohnen. Oben. Schau, die Pfeile zeigen wir offenbar sogar als Stockwerk an, das ist schon mal gut. Bleibt da was? Hallo, Leute. Nö. Donut, schau mal auf. Natürlich lebt da einer. Nur der? Der ist Stufe 6, genauso wie. Anschleichen kaum ich mich nicht. Gegen Blutmagie bist du okay anfällig. Hallo. Da, du kriegst was ab von mir. Ja, das ist, ich glaube, der untere Button da. Da. Ja, jetzt kein Mampfen. Ausgezeichnet und dann kann man niederhocken. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Das ist aber schlecht eigentlich. Oh, und die braucht zum Glück gar keine Autophagie. Ich heile mir da gerade selber, das ist gut. Wo lebt denn da irgendwas? So, wie viele Sachen brauche ich denn jetzt da? Ist irgendwie gut, dass ich da herin das Tödlichste bin. Zumindest glaube ich das. Perfekt. This key will surely grant me access to the basement. Ah, wunderbar. Wer möchte nicht jetzt auf der stehenden Keller von einer Leichenhalle? Ich kann mir gerade echt nichts Schöneres vorstellen. Oh, da ist ja noch einer. Schabum. Ich hab vergessen, wie man blockt übrigens. Lange nicht gespielt. Oh, ja, Mampfen. Coole Sache. Mehr Freude habe ich damit aber nicht. Patronis. Da darf ich nicht weiter. Da darf ich weiter. Nein, it's locked. Das ist gut. Shitting! Echt? 2? Hallo. Balls of Mars, fortifiers. Jetzt kommt sicher wieder was. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Ja, nix. Okay. Ich hätte echt damit gerechnet, dass noch was herkommt.
Ich schaue mich da jetzt überall noch um, wenn ich schon mal da bin. Darf ich nicht durch. Darf ich auch nicht durch. Na, dann gehen wir halt in den Keller vor der Leichenhalle. Wunderbar. Ah, da ist noch einer. Da war noch einer. Dude, wo bist denn du jetzt hin? Hallo? Oh. Hallo? Weg. Naja, okay, ich muss zugeben, ich würde mich auch gerne supporten können. Gott sei Dank, die Tür wurde aufgeschlossen. Oh, gleich mehrere. Ich muss noch mal schnell nachschauen im Menü. Ich bin mir nicht mehr sicher. Man verlernt die Steuerung ja so schnell. War dann da irgendwas mit Blocken? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Schießen, ja. Nahkampf, Interaktion. Ist klar, ist klar. Ultimativ habe ich nicht. Na, keine Blockentaste selber. Okay. Ausweichen, Leertaste, genau. Und das Ziel anvisieren mit Steuerung, genau. Ich kann mich erinnern. Weil ich es jetzt wieder gelesen habe. Genau, so geht das. Du, komm her, ja? Perfekt. Komm her, ich banier da. Du? Du? Lass die essen. Gut, das war mal genug Blut und jetzt würde ich mich bitte gern wieder heilen, ja. Das warte ich kurz ab. Widerstände, Nahkampf und Fernkampf. Okay, okay, okay. Aber Blutmagie, auf die steht er gar nicht und die habe ich aber. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Das ist gut. Shaboom! Du brauchst das. Und noch eins. Okay, noch mehr geht nicht. Bleibst du wohl? Ja, essen. Iss ihn. Und einmal noch draufhauen und dann sollte er eigentlich weg sein. Perfekt. Das läuft ja ganz gut. Es geht viel einfacher, wenn man die Ziele anvisiert. Noch was, ist ja klar. Oh, man könnte fast meinen bei den Gegner, dass das ein Horrorspiel ist, hä? Ganz ruhig. Was hast du? Ah, da hinten ist noch einer. Na, jetzt hast du wieder den da haben. Eat this! Oh, und weg. Cool. Hast du mich gesehen? Na. Gib mir das. Ja, nehmen wir den da raus den auch noch schnell. Was machst du gar nicht? Du bist auch kein Fan von Blutmagie. Das ist okay. Probieren wir doch immer unser Schusswaffen aus. Boom! Oh, okay. Cool! Ja. Iss ihn! Iss ihn! Das geht echt besser als erwartet. Cool. Schusswaffen sind stark, aber leider auch sehr begrenzt munitionstechnisch. Niemand da? Ich meine, wir hatten bis jetzt eigentlich da gearbeitet, hä? Ugh. Totenschein. Beruf Fischer. Todesart natürlich. Schnell fortschreitende Pneumonie aufgrund virusindizierter Lungenverdichtung. Spanische Grippe. Dr. Corcoran Tippets. Mr. Connor's injuries don't match the report.
I'd better look into this. Okay. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Ah, ist ja ein Fischer, das passt sogar. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Blutungen. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Na gut, dann werden wir mal mit dem Tippi-Boy reden müssen. It's locked, all right. It's locked. Du hast eine neue Art von Nebenwaffe erhalten, rüste sie aus und drücke rechts, um Blut zu absorbieren. Okay. Okay, Blut absorbieren. Das können wir glatt machen. Wie funktioniert das jetzt noch einmal schnell? Mal probieren da. Was haben wir da? 10 Schocken, 3 Blutaufnahme. Na, probieren wir es halt, oder? Upsala, das war's nicht. Mein Gott, wie kann das schnell machen? Ah ja, richtig. Probieren wir das einfach. Geht das da bei dem? Nein! Hätte mir gewundert. Die Skull-Dinger können wohl Leichen auszuzeln. Die kann's nicht. Wow, was sind denn? Habe ich schon wieder selber Markierungen gesetzt? Wahrscheinlich, gell? Ja, benutze definierte Markierung. Wie? Wie ist mir das bitte gerade passiert? Ah, ich habe irgendwie so ein Bossfight-Feeling, wirklich. War da hinten jetzt noch was? Irgendwas hat er noch geschrien. Ich schau mir nur, ich würde nämlich nicht beim Wegklatschen auf einmal noch einen Traum haben. Hallo? Na, schaut nicht so aus. Der Black and White Detective Mode ist da echt nützlich. So, da kommt sicher irgendein Bosskampf oder irgend sowas ähnliches. Ja. John Doe? Who the fuck bist du, John Doe? Oh, da zuzli wirklich Blut auf. Das ist ja cool. Annulliert? Was annulliert? Ich glaube, der braucht es. Oh! Was, mehrere? Und der ist jetzt... Sind das jetzt mehrere? Oh, es sind mehrere. Autophagie, Autophagie, Autophagie. Autophagisier die, los. Oh, das ist ein ganz normaler Skull. Autophagie. Nochmal. Komm, heal. Los, pieksen. Komm, du brauchst nur mal einen gescheiten Schlag. Da, haha. Nicht sterben. Autophagie. Ja, Uiuiui, bist du deppert. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ja, ist es. Aber ich würde eigentlich gern das nicht tun. Boah, John Doe, Bro, wirklich.
Das war jetzt ja gerade nicht ohne, gell? Was ist da herum? Ich schaue mir jetzt erst um, bevor ich wieder irgendwas trigger. Na, nix herum. Doch, da was herum. Nee. Rätselhafte Formel. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Boah. Nicht ohne, nicht ohne. Ich muss sagen, das Blutaufnahmemesser ist eigentlich ganz gut. Aber das Gegner schocken, das ist halt sehr hilfreich, möchte ich sagen. Da kommen wir jetzt nicht weiter, haben wir gesagt, gell? Nein. Wieso bist du da? Was magst du nicht? Es hilft nichts, ich muss dir angehen. Komm her. Ich hätte den voll gern auch noch irgendwie auszuzeln können, aber das geht ja leider nicht. Jetzt ist da schon wieder einer. Jetzt ist schon wieder was passiert. Zwei gleich. Der lasse ich aus. Danke. Wo geht's denn da schnell aus? Da. Das war gar nicht mal so ohne, möchte ich jetzt sagen. Keep out. Oh, das ist so eine unfreundliche Stadt. Oder generell eine sehr unfreundliche Gegend. Rindern. Okay. Kommt uns das nicht vor irgendwo bekannt vor? So, jetzt haben wir da mal genug Zeugswerk gesammelt. Das ist gut. Dann werden wir jetzt oben die Sachen zusammenbasteln. Und in meinem Büro schon wieder. Bevor ich das tue, ich darf irgendwie gerne den Doktor treffen. Der, was das da so versaut hat, aber wo finde ich den jetzt wieder? In dem nicht so kleinen Krankenhaus da jetzt wieder einen Doc zum finden? Ne. Bist du die Nurse Craney Benny? Kannst du mal was sagen? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Warum schanden da eigentlich alle so hin und wieder mit direkt in die Kamera? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter,
but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Was denn für ein Hinweis? Schau, wie viel das der gabert. Aber na, auf gar keinen Fall. Würde ich nicht tun. Werde ich nicht tun. Würde ich gern tun, werde ich How would nicht. you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Was soll denn noch schlimmer What if werden? in the end, nobody was spared? Aber das kann man so nicht sagen. Dafür brauchen wir lauter Hinweise und die haben wir Nurse nicht. Hawkins. Das war cool, danke. Schaut, dass man die Leute nicht fragen kann, wo gewisse andere Leute arbeiten oder sind. Schauen wir mal wieder. Ja? Und du bist? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Okay, die mag ich schon mal nicht. Das ist voll in Ordnung. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Ja, mag ich die nicht. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Dem stimme ich zu. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Habe ich nicht vor, Bro. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor.
Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ja, schon wieder was vom Wavy Boy, hä? Was haben wir jetzt da? Hält nichts von modernen Methoden der Medizin. Ja, das ist toll, toll. So ein Arzt hätte ich auch gern. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame? Ja, ja. Or are you truly dedicated? And Ja. what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Das ist wahr. Das ist wahr. Thank you for your time. We'll talk later. Ich hoffe nicht. Wenn der drauf geht, hätte ich nichts dagegen. Aber weiter schon.